Mit der X-T4 hat Fujifilm vor ungefähr 2 Jahren eine APS-C-Kamera der Spitzenklasse vorgestellt und damit wieder einmal bewiesen, was diese Sensorgröße alles leisten kann. Mit der XH2S und XH2 hat der japanische Hersteller allerdings ein System geschaffen, das auch für Profis eine echte Alternative sein kann. Was dem leider zu Opfer fiel, war der beliebte Retro-Stil der vorherigen Fujifilm-Kameras. Mit der X-T5 geht es nun back to the roots. Was die Kamera ausmacht und wie sie in das Fujifilm-Liner passt, erfährst du in diesem Video. Mit der XH2 und XH2S hat Fujifilm ihr eigenes Kameralineup ein bisschen durcheinander gebracht. Wer bisher eine Fuji mit maximaler Leistung wollte, ist letztendlich bei der X-T4 gelandet. Jetzt findet man aber eben jene Leistung in den XH2-Kameras und hat dabei gleichzeitig noch ein an die Leistung angepasstes Gehäuse. Die XT-Serie hat somit einen neuen Platz gefunden und das sieht man der Kamera auch an, denn sie ist mal wieder einfach wunderschön. Wir haben hier wieder das beliebte Retro-Design und da das Gehäuse im Vergleich zur X-T4 so etwas kleiner und ganze 50 Gramm leichter geworden ist, auch eine wirklich kompakte Kamera. Aber gucken wir uns das Gehäuse mal etwas genauer an. Was die X-T5 hier neben der Größe und dem Gewicht vom Vorgänger unterscheidet, ist das Display. Denn wir haben hier nicht mehr dasselbe ausklappbare Display der X-T4, sondern sind, was den Mechanismus angeht, eine Generation weiter zurückgegangen. Das freut sicherlich einige, da nicht jeder zwingend Fan von dem ausklappbaren Display ist. Wer im Datenblatt ganz genau hinsieht, wird sogar merken, dass das hier das hochauflösendste Display ist, was Fuji aktuell verbaut. Ansonsten fühlt sich das Gehäuse sehr bekannt an. Wie bereits bei den Vorgängern können wir hier die Belichtungszeit, ISO und Belichtungskorrektur ganz einfach über die manuellen Einstellräder ändern und haben so das Gefühl der analogen Fotografie. Aber versteht uns nicht falsch, die Kamera ist innerlich trotzdem wahnsinnig intelligent und wenn es mal schnell gehen muss, kann man sich natürlich auch auf die Automatik verlassen. Intern ist die Kamera auf dem aktuellsten Stand der Technik. Sie ist mit dem 40 Megapixel X-Trans CMOS 5 HR-Sensor der XH2 ausgestattet und bietet dank dem X-Prozessor 5 auch fast dieselbe Leistung. Sie kann dieselben 15 Bilder pro Sekunde im mechanischen und 20 Bilder pro Sekunde im elektronischen Verschluss, hat ebenfalls in 7 Blendenstufen IBIS und tatsächlich auch das beliebte Pixel Shift Multishot, mit dem wir bis zu 160 Megapixel Aufnahmen realisieren können. Auch die 180.000stel Sekunde Belichtungszeit im E-Shutter ist mit an Bord. Ein weiterer relevanter Aspekt, der von der XH2 übernommen wurde, ist der Autofokus mit der vielseitigen Objekterkennung. Es ist also egal, ob Mensch, Tier, Vogel, Fahrzeug, Flugzeug oder Zug. Alles wird hier im Foto- und Videobereich mit abgedeckt. Wenn ihr mehr über den Sensor und den Autofokus wissen wollt, schaut euch am besten mal unser Video zu XH2 und XH2S an. Beide Videos haben wir euch natürlich oben verlinkt. Für den Videobereich haben wir eine leichte Veränderung gegenüber der XH2. Die maximale Auflösung im Video beträgt nur 6,2 anstatt 8K mit 30 FPS. Immer noch mehr Auflösung als genug, wie wir finden. Und wir haben das Ganze weiterhin als 422 10-Bit intern. Wer es auf die Spitze treiben möchte, kann das Signal auch als RAW-Video über HDMI ausgeben oder intern die 13 Plus Dynamikumfang mit F.2-Profil aufnehmen. Wenn wir 4K30 aufzeichnen, haben wir weiterhin die 60 Bilder pro Sekunde. Bei 30 FPS können wir hier auch bei der X-T5 ein von 6,2K downgesampeltes Material für ein detailreicheres Video nutzen. Eigentlich ist die Kamera eine XH2 in einem weniger professionellen, aber dafür schöneren Gehäuse und das gefällt uns echt gut. Nicht jeder benötigt das Schulterdisplay der H-Serie, 8K-Video oder das Flip-Out-Screen. Die X-T5 ist im Gegensatz zur XH2 nicht nur ein Arbeitstier. Sie hat zwar fast dieselbe Leistung wie XH2, sieht aber deutlich besser aus. Was wir bei der X-T5 leider verlieren, ist die Möglichkeit, einen Batteriegriff zu nutzen. Auch die neuen Zubehörartikel für die XH-Kameras, wie der externe Lüfter oder der Fallschirmsmittergriff, sind auch leider nicht kompatibel. Die XT-Kameras verkörpern die Marke Fujifilm, ein Retro-Stil-Body mit vielen Drehrädern und Knöpfen. Eine Kamera, die leicht genug ist, um mich auf meinen täglichen Reisen zu begleiten. Und mit den vielen Filmsituationen haben wir auch eben die Möglichkeit, ein fertiges Bild direkt in der Kamera zu erzeugen, das ich nicht noch extra bearbeiten muss. Alles in allem, es ist also nicht nur kompakter, sondern auch durch die vielen manuellen Einstellräder auch für eine langsamere, sprich bedachtere Art der Fotografie geeignet. Schreibt es doch mal in die Kommentare, ob euch ein detaillierteres Video zu den Fujifilm-Filmsimulationen interessieren würde. Wir hoffen, das kurze Hands-on konnte euch einen ersten Eindruck der Kamera bieten und etwas bei der Entscheidung helfen.
Schreibt uns doch mal einen Kommentar, ob ihr persönlich lieber eine XT5 oder eine XH2 kaufen würdet. Über ein Like und Abo würden wir uns natürlich auch freuen und wir sehen uns im nächsten Mal wieder. Bis dahin.